Und warum macht dich dann meine Nähe immer noch so nervös? Weil du, genau wie beim letzten Mal, schon wieder deine Finger nicht von mir lassen kannst. Das reicht. Zieh's aus. Was? Wir stehen also noch auf derselben Seite? Mhm. Und Ansgar steht auf der anderen. Dann lass uns doch rausfinden, was er so treibt. Alles, was ich für dich empfinde, habe ich in dieses Kleid gesteckt. Das ist das Schönste, was ich je zustande gebracht habe. Ich liebe dich. Und das wird wohl immer so bleiben. Warum sagst du mir das? Damit wenigstens einer von uns die Wahrheit ausspricht. Wenn du es nicht schaffst, zu deinen Gefühlen zu stehen, dann ist das deine Sache. Aber Ich dachte, wir hatten diese Sache ein für alle Mal geklärt. Da habe ich mich wohl geirrt. ja, das stimmt. Du hast dich geirrt. Du hattest nämlich nie vor, dass da mehr ist zwischen uns. Nicht nachdem wir uns geküsst haben und noch nicht mal nachdem wir miteinander geschlafen haben. Was soll das? Du heiratest lieber Tristan, als endlich mal ehrlich zu dir zu Es war sein. ein riesengroßer Fehler, dass ausgerechnet du dieses Brautkleid entworfen hast. Ich hätte das niemals zulassen. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Ich weiß zumindest, wer ich bin und was ich fühle. Rebecca, was machst du? Warum machst du eigentlich immer alles kaputt? Erst unsere Freundschaft und dann beinahe meine Beziehung zu Tristan und jetzt auch noch mein Brautkleid. Ich werde Tristan heiraten. Ganz egal, was du sagst oder was du tust. Kann er damit aufhören? Hier, eine tagesaktuelle Analyse des Immobilienmarktes. Und die Zahlen sind sehr konservativ gerechnet. Was sonst? Mit dem Verkauf könnte sich die Lahnsteinbank tatsächlich erholen. Tja, ich weiß nicht so recht, solange die Wirtschaftskrise andauert. Ich wollte dich bloß informieren. Nach deiner Meinung hatte ich nicht gefragt. Oh, ich meine ja bloß, würde mich nicht wundern, wenn wir noch den einen oder anderen Geschäftsbereich verkaufen müssten. Wir werden alles dafür tun, um das Bestehen des Unternehmens zu sichern. Und zwar mit allen Geschäftsbereichen. Tja, das wäre natürlich in der Tat wünschenswert. Wünschenswert. Wünschenswert wäre gewesen, du hättest dein Ressort im Griff gehabt. Diese Andeutung von Ansgar. Es sieht danach aus, als will er sämtliche Geschäftssparten loswerden. Wenn er den Verkauf von LCL fordert, dann gibt es Tote. Darauf wird es aber hinauslaufen. Und wer bleibt am Ende übrig? Er. Als Geschäftsführer der Bank. Er macht sich diese Krise zunutze. Aber wir können es nicht beweisen. Das klingt cool. Ist das ein neuer Song? Spiele ich einmal eine Melodie, die du nicht kennst, und schon fragst du, ob ich einen neuen Song komponiert habe. Ja, entschuldige mal bitte. Alles, was du spielst, das klingt eben super. Leo, du solltest wirklich ein bisschen mehr draus machen. Damit ich dann eh nicht auftrete, weil ich keinen Ton rauskriege? Das ist alles Übung. Hier. Autosuggestion und und hier diese ganzen Übungen. Und außerdem, Opa hätte das auch gewollt. Das weiß ich. Manchmal glaube ich, er ist noch da und sitzt gerade mit Charlie beim Essen oder so. Dann wird mir wieder bewusst, dass er gar nicht mehr wiederkommt.
Ich lieb, dass du gekocht hast, aber ich glaube... Du, wir können noch später. Hm? Papa, das glaubst du ja nicht. Komm her! Das ist ja was. Hast du unsere Nachricht bekommen? Ja, erst heute. Ich habe mich sofort in den nächsten Flieger gesetzt. Es tut mir leid. Ich hätte für euch beide da sein müssen. Hey, jetzt bist du ja da. Als Mutter will ich doch nur, dass es meinen Töchtern gut geht. Es ist so schön, dass du dich mit Hagen wieder versöhnt hast. Es ist unglaublich. Bald sind alle meine 3 Töchter glücklich verheiratet. Was macht denn ihr hier? Kino? Hast du vergessen? Ich kann nicht. Die Braut kurz vor der Hochzeit am Rande des Nervenzusammenbruchs. Mein Schatz, genau deswegen wird dir diese Auszeit jetzt gut tun. Mama, es wird keine Hochzeit geben. Warum nicht? Weil ich habe kein Brautkleid. So, Schluss für heute. Die Überwachung hat ja nicht so viel gebracht. Ansgars Vorliebe für Opernarien und Stehpinkeln kannte ich auch vorher schon. Vielleicht sollten wir Sebastian mit ins Boot holen. Es wäre ihm eine Freude, Ansgar vor den Karren zu fahren. Wie ich deinen Göttergatten kenne, ist er etwas zimperlich bei der Wahl seiner Mittel. Was schlägst du denn vor? Wir müssen Ansgar aus der Reserve locken. Hast du auch einen Plan? Wolltest du dich nicht um dein Privatleben kümmern? Ja, Emma wartet. Du hältst mich auf dem Laufenden? Sicher. Gut. Boris? Ja. Es war mein absolutes Traumkleid. Was ist denn überhaupt passiert? Keine Ahnung, Rebecca und ich, wir haben uns unterhalten. Und dann hat sie das Kleid ungeschickt angefasst und der Stoff ist gerissen. Und worüber habt ihr euch unterhalten? Über ein paar Details, wir waren unterschiedlicher Meinung. Na, aber da muss Rebecca sich ja schon sehr dumm angestellt haben, wenn gleich der ganze Stoff zerreißt. Es sieht bestimmt schlimmer aus, als es ist. Außerdem, wenn es jemand reparieren kann, dann ja wohl. Da gibt's aber überhaupt gar nichts mehr zu reparieren. Marlene, kann ich dich mal kurz sprechen? Ja. Geht ihr doch schon mal ohne mich. Mein Schatz, wir können auch bleiben. Krisensitzung. Hab ich gerade richtig gehört? Das Kleid ist kaputt? Das Hochzeitskleid? Marlene, das sollte ein riesiger PR-Coup für LCL werden. Es tut mir leid. Hättet ihr euch nicht mal zusammenreißen können? Ihr seid Profis. Ja, das habe ich auch gedacht. Die beiden reden übers Kleid. Ich weiß, das Thema Brautkleid ist für den Bräutigam tabu. Aber ich hoffe trotzdem, dass alles in Ordnung ist. Klar. Alles wunderbar. Gut, das wollte ich hören. Und jetzt geht's ins Kino? Ja. Aber ohne Marlene. Ihr heiratet ja in 2 Tagen. Hätte ich mir denken können, so wie du dich die letzten 24 Stunden benommen hast. Also, ich habe kein Problem mit Rebecca. Ach, deswegen hast du dich auch die ganze Zeit um die Anprobe gedrückt? Ich war bei der Anprobe, das Kleid war fertig und dann fängt Rebecca plötzlich wieder an, von ihren Gefühlen zu reden. Marlene, ich verstehe, dass das alles eine schwierige Situation für dich ist. Ich versuch's zumindest zu verstehen. Warum wirft mir eigentlich jeder vor, dass ich ein Problem mit Rebecca habe? Ich stehe bei meiner Hochzeit ohne Kleid von LCL da? Okay. Wir lassen dir ein neues anfertigen, nach dem zweitbesten. Du bist eine Diva, du darfst das. So ist der Ruf von LCL gerettet und du musst nicht in Unterwäsche vor den Altar treten. Du weißt doch noch die Liste, die Opa gemacht hat. Von Dingen, die er unbedingt noch erleben wollte. Ein Punkt war, dass er wollte wenigstens einmal im Pool vom No Limit schwimmen. Sein eigenes Werk, aber furchtbar stolz drauf, zu Recht. Und da ist es dann passiert. Er ist ertrunken? Nein, aber
Sein Herz war wohl doch zu schwach. Aber er ist friedlich gestorben. Charlie war bei ihm. Charlie. Opa hat es aber irgendwie gewusst oder geahnt. Er hat uns ein Abschiedsvideo hinterlassen und jedem einen Brief geschrieben. Auch dir. Wenn ich nicht gefahren wäre, dann hättet ihr das nicht alleine durchstehen müssen. Jetzt bist du ja da. Wo warst du denn? Ich brauchte noch ein bisschen frische Luft. Weißt du was? Tu dir selbst einen Gefallen. Und entspann dich einfach ein bisschen. In 2 Tagen heiraten wir und bis dahin lösen sich alle Probleme von selbst. Deine Mutter und deine Schwester, die standen heute auch schon völlig neben sich. Bei euch frage ich mich immer nur, wer wen ansteckt. Sie meinte, du musst doch irgendwas regeln wegen dem Brautkleid. Ja, es ging nur um ein paar kleine Änderungen. Tanja kümmert sich drum. Tanja? Ich dachte, Rebecca macht die Änderung. Ja, das meine ich doch. Tanja steigt dir nur ein bisschen auf die Füße, weißt du, damit die Änderungen noch rechtzeitig fertig sind. Naja, die Deadline ergibt sich ja wohl von selbst, oder? Ja, hast recht. Und jetzt hast du schnell schlafen. Morgen ist auch noch mal ein voller Tag. Schlaf schön. Du auch. Elisabeth will dabei helfen, geeignete Investoren für die Immobiliensparte zu finden. Das ist ja nett von ihr. Ach, Sebastian, wir beide hätten so ein schönes Leben haben können. LCL hätte uns ganz alleine gehört und deine bucklige Verwandtschaft hätten wir nur noch an Emmas Geburtstag sehen müssen. Ich bin aber nach wie vor davon überzeugt, dass wir diese Krise nur gemeinsam packen werden. Die wir ganz allein Ansgar zu verdanken haben. Sag mal, kann es sein, dass du vielleicht Angst davor hast, dass ich dir als arbeitsloser Ehemann auf die Nerven gehe? Sag mal, was, wenn Ansgar genau das will? Dass ich dir auf die Nerven gehe? Nein. Dass nach und nach alle Sparten der Landstein Enterprises verkauft werden. Das wird ihm natürlich ähnlich sehen, aber es wird ihm nicht gelingen. Elisabeths Wirtschaftsprüfer hat sämtliche Akten der Lahnsteinbank eingehend geprüft und ich auch noch mal. Ansgar kann keine Transaktionen mehr tätigen, ohne dass sie nicht vorher über den Tisch des Gremiums gehen. Und mit dem Verkauf der Immobiliensparte kommt die Bank auch wieder auf die Beine. Du siehst, selbst wenn er wollte, er kann niemandem von uns gefährlich werden. Gute Nacht. Kommen Sie rein. Ich habe alle notwendigen Informationen zusammengestellt, voilà. Mit diesem Dossier sollte unser Mann bestens gerüstet sein. Und Sie sind sich sicher, dass Ansgar diesen Gerrit Friedrich nicht persönlich kennt? Das wäre höchst unwahrscheinlich. Friedrich hat in Harvard studiert und war danach jahrelang in Mailand. Bis vor kurzem war er in Tokio tätig. Und Sie sind sich sicher, dass Ihr Freund dieser Aufgabe gewachsen ist? Absolut. Abgesehen von seinem Schauspieltalent hat er einige Semester BWL studiert. Dann ist er also eine verkrachte Existenz. Machen Sie Feierabend. Dir wird deine gute Laune schon noch vergehen. Alles, was ich für dich empfinde, habe ich in dieses Kleid gesteckt. Meine Liebe,
meine Sehnsüchte, alles. Es ist das Schönste, was ich je zustande gebracht habe. Ricky. Jessie? Was machst du denn hier? Schlafen? Eigentlich. Oh, Entschuldigung. Wo ist denn Charlie? An der Nordsee, direkt nach der Beerdigung. Noch ein. Ich wohne hier, weil Tante Schneider hat mich gebeten, hier die Blumen zu gießen. Was sollst du? Das ist ja eher erfahren. Daniel und ich haben uns getrennt. Oh. Das tut mir leid. Wie geht's denn, Charlie? Ja, sie war echt tough. Aber ich glaube, dann war das doch zu viel für sie. Es ging alles so schnell. Eigentlich war Anne noch sehr fit, aber dann, als die Lungenentzündung kam, dann waren es nur noch ein paar Tage. Bitte was? Arno hatte eine Lungenentzündung? Ist die denn nicht behandelt worden? Doch. Schon irgendwie. Guten Morgen. Gut geschlafen? Morgen. Also, um ehrlich zu sein, ja, einigermaßen. Das ist die Aufregung. Ganz bestimmt. Ja, wenn ihr noch Hilfe braucht, dann lasst es mich doch wissen. Guten Morgen. Morgen. Egal, was noch ansteht, Tristan ist für den ganzen Nachmittag ausgebucht. Ach ja? Junggesellenabschied. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da nicht drum rumkomme. Und Marlene, was wirst du heute als erstes tun? Hattest du schon die Anprobe für dein Hochzeitskleid? Ja, die hatte ich schon. Ja, und das wird alles Dagewesene übertreffen. Dann ist Rebecca schon früher los, damit sie rechtzeitig fertig wird, oder? Sie ist Perfektionistin. Hochzeitstalk, wie ich es liebe. Kleidchen, Schleifchen, Rüschen. Lauter Dinge, die die Welt bewegen. Worüber willst du sprechen, Ansgar? Rote Zahlen? Schwarze Löcher? Fehlinvestitionen? Ach, das wird euch doch nur langweilen. Also, lasst euch nicht stören. Ich muss los. Wenn du Rebecca siehst, dann sag ihr, ich verlasse mich voll und ganz auf ihr Können. Mach ich. Schwester Monika. Wo finde ich Herrn Fritsche? Er müsste im Arztzimmer sein. Ricardo, hey. Na? Kann ich dich kurz sprechen? Klar. Arno hatte eine Lungenentzündung? Ja, kurz nachdem du weg bist. Du warst sein behandelnder Arzt und hast ihn entlassen. Er hat sich selbst entlassen. Warum hast du es nicht verhindert? Er war scheinbar noch nicht ganz auskuriert. Er war auf dem Weg der Besserung. Dann hast du irgendwas übersehen. Sein Herz hat ausgesetzt, so was passiert. Nein, so etwas passiert nicht. Niemand stirbt einfach so. So, ich werde mir jetzt die Akte beschaffen. Also du arbeitest zwar nicht mehr hier, aber die Akte besorge ich dir selbstverständlich gerne. Sehr gerne. Mach Das das. ist nämlich nicht so. Ich möchte wissen, woran Arno gestorben ist und wer daran schuld ist. Du machst mich für seinen Tod verantwortlich. Oh, der Haarschmuck sieht aber wirklich toll aus, findest du nicht? Ja, ich kann aber beim besten Willen nicht sagen, ob der zum Kleid passt, wenn ich noch nicht mal weiß, wie es aussieht. Aber du hast doch die beiden Entwürfe gesehen. Für welchen hast du dich denn jetzt entschieden? Keine Ahnung, ich habe Tanja gesagt, sie soll irgendeinen auswählen. Ist sowieso egal.
kein Kleid wird so schön wie das von Rebecca. Aber mein Schatz, du wirst trotzdem ganz toll aussehen. Und für Tristan sowieso, oder? Ja. Und das ist doch das Allerwichtigste. Sieh mal, ich habe ohne Hochzeitskleid geheiratet und es war trotzdem der schönste Tag meines Lebens. Ihr habt recht, tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Entspann dich einfach. Kannst jetzt eh nichts mehr machen. Vielleicht probieren Sie einfach noch diesen anderen Haarschmuck aus. The eyes naked to the T-bone is a lover's disguise. Banging on the head drum, shake like a mad bull. She's got the look. Swing to the band, moving like a hammer. She's a miracle, man of love, and it's the ocean. Kissing is the wet shack. She's got the look. 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 What in the world can make a bride get a temper? When everything I ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. Jetzt fehlen nur noch die Ohrringe. Ja, wo sind die? Oh, ich glaube, die liegen auf dem Nachttisch. Ich gehe sie schnell holen. Das wäre gut. Oh, alte Frau. Mama? Es wird doch alles gut, oder? Alles wird gut, meine Große. Schon fertig? Werde glücklich, Marlene. Irgendwas muss doch schiefgelaufen sein. Ich habe ein EKG angeordnet. Und? Es gab ein paar Unregelmäßigkeiten im QRS-Komplex. Warum hast du ihn trotzdem entlassen? Ricardo, ich habe auf ihn eingeredet zu bleiben, aber konnte ihn nicht überzeugen. Wenn ich da gewesen wäre. Ich hätte ihn überzeugt. Ricardo, du hättest auch nichts tun können. Du weißt, dass wir gegen das Selbstbestimmungsrecht der Patienten nichts machen können. Ich habe ihn im Stich gelassen. Unser Lockvogel ist gerade eingetroffen. So, die Jungmann-Bank will uns also hilfreich unter die Arme greifen. Entschuldigen Sie meine Neugier, aber drängt sich mir natürlich die Frage nach dem Warum. Nicht schlecht, die Brille. Die Aufnahmen sind viel deutlicher. Die Lahnsteinbank steht für Tradition und Verlässlichkeit. Und von diesem Image würden wir gerne profitieren. Das ist sehr reizend. Dürfte ich mal wissen, woher Ihre Informationen über unsere angeblichen Schwierigkeiten kommen? Ich hoffe, er hat das Dossier gut studiert. Lahnstein Enterprises verkauft sein Immobiliengeschäft. Da werden zwangsläufig Gerüchte laut. Und wo Rauch ist? Sagen Sie, Herr Friedrich, sind wir uns schon mal irgendwo begegnet? Vielleicht irgendein Kongress in Frankfurt? Das würde mich wundern. Ich war vorher auf den internationalen Finanzmärkten tätig, hauptsächlich in Asien. Aber meine Frau, sie hatte Heimweh. Ah, verstehe. Ja, sehen Sie, deswegen bin ich geschieden, aber glücklich. Wirklich gut, Ihr Freund. Ja, ich werde Ihr Angebot selbstverständlich prüfen. Aber damit wir uns gleich richtig verstehen, ich habe selbstverständlich nie offiziell bestätigt, dass die Lahnsteinbank in irgendwelchen Schwierigkeiten steckt. Auf den ersten Blick allerdings ein ziemlich interessantes Angebot. Was meinen Sie, was er jetzt tun wird? Er wird das Angebot ablehnen und damit den Beweis liefern, dass er nicht wirklich an einer Beendigung der Krise interessiert ist. Dann hoffe ich, dass wir uns einig werden.
Selbstverständlich kann ich Entscheidungen dieser Tragweite erst treffen, nachdem ich mich mit meiner Familie beraten habe. Aber mein Cousin ist Anwalt. Ich schreibe ihm gerade mal eine Nachricht, dass ich ihn gleich treffen möchte. Aber es scheint so, als ob er wirklich mit Sebastian über das Angebot sprechen will. Das würde mich wundern. Mein Instinkt sagt mir, er hat angebissen. Warum hast du mir denn nicht gesagt, dass es schon da ist? Hey, ist das etwa schon das neue Brautkleid? Ja, keine Ahnung. Das ist ja unglaublich, dass die das in so kurzer Zeit hingekriegt haben. Oh, das ist ja... Das ist ein Traum. Wunderschön. Was ist? Gefällt es dir jetzt etwa nicht? Das ist das Kleid von Rebecca. Ist jetzt repariert. Es ist überhaupt nichts mehr zu sehen. Aber das ist doch ganz wunderbar. Dann hast du doch jetzt genau das, was du wolltest. Ja? Oh, Ich vermute mal, Marlene ist bei euch. Ja, aber das Kleid auch. Und deswegen kein Zutritt. Und? Kein Kommentar. Du wirst es ja sehen, morgen. Ja, mit eurem Aberglauben. Ich wollte nur kurz Bescheid geben, dass ich vom Juwelier zurück bin und die Ringe sind ein Traum. Ja, schön, ich richte es aus. So, tschüss jetzt. Arno hätte das Krankenhaus nicht verlassen dürfen. Aber er wollte es unbedingt. Außerdem kennst du Opa, wenn er sich einmal auf den Kopf gesetzt hat. Ich hätte seinen Tod verhindern können. Wie das denn? Er hatte Alzheimer. Vielleicht war er nicht ganz Herr seiner Sinne. Ich hätte an sowas denken müssen, ihn unter Vormundschaft nehmen. Also das hättest du mal bei Opa versuchen sollen. Ich glaube, der wäre ausgeflippt. Wir haben am Morgen noch mit ihm zusammen gefrühstückt. Und da war er noch voll da. Da ging es ihm echt gut. Arzt. Ich kannte seine Krankheit. Ich wusste, was auf ihn zukommen würde. Aber ich musste mich ja unbedingt wochenlang abschotten. Mann, Papa, du hast deine Auszeit gebraucht. Und selbst wenn du da gewesen wärst, es ging ihm gut. Also abgesehen von seinen Aussetzern. Aber du musst dir den Schuh echt nicht anziehen. Das ist nicht deine Schuld. In den entscheidenden Momenten meines Lebens mache ich gravierende Fehler. Oder ich bin einfach nicht da, was so ziemlich auf dasselbe hinausläuft. Papa, es ist, wie es ist. Hast du den Brief von Arno an dich schon durchgelesen? Vielleicht solltest du das mal machen. Ja, was ist denn noch? Gute Frage. Graf Lahnstein, was verschafft mir das zweifelhafte Vergnügen? Können Sie sich das nicht denken? Sie werden es mir sicher gleich erklären. Sagt Ihnen der Name Wladimir Kozlov was? Nie gehört? Mittelloser Schauspieler, habe ich gerade noch getroffen. Da hieß er allerdings noch Gerrit Friedrich. Interessant. Ja, und wissen Sie, es ist faszinierend. Und diesen Gerrit Friedrich gibt es nämlich tatsächlich, ich finde sogar, wenn Sie mal schauen wollen, die beiden sehen sich sogar ein bisschen ähnlich. Naja, vielleicht nur auf den ersten Blick. Das Foto von Kozlov habe ich übrigens während unseres Treffens gemacht. Ich schicke ihm vielleicht gerade mal eine Nachricht. Und dabei kam der Typ mir die ganze Zeit so bekannt vor. Ich wusste nur nicht, woher. Und was hat das Ganze mit mir zu tun? Wissen Sie, es ist faszinierend, was man mit diesen Programmen zur Gesichtserkennung alles rausfinden kann. Zum Beispiel, dass dieser Kozlov ganz offensichtlich ein alter Schulfreund Ihres merkwürdigen Assistenten ist. Wie heißt der noch? Malcho? Naja, und wie gesagt, eben mittelloser Schauspieler hat vor 2 Jahren mal in einem Werbespot für Katzenfutter mitgespielt. Kittys Leibspeise. Aber das haben Sie natürlich nicht mitgekriegt in Ihrer Zelle in Südamerika. Dieser Punkt geht an Sie. Wissen Sie, ich verstehe nur nicht ganz, was Sie mit diesem Theater bezweckt haben. Sie wollen Ihre Bankenkrise für sich nutzen und meine Modefirma loswerden. Aber das werde ich nicht einfach so kampflos mit ansehen. Ich versuche hier gerade mit allen Mitteln mein Familienerbe zu retten. Wer Ihnen das abnimmt. Seien Sie mal ganz vorsichtig.
Sonst kann ich auf den Gedanken kommen, mir LCL tatsächlich mal genauer anzuschauen. Mein lieber Ricardo, wenn du diesen Brief liest, bedeutet das, dass wir uns nicht mehr sehen werden. Zumindest nicht in dieser Welt. Ich danke dir für alles, was du für mich getan hast. Ich bin froh und stolz, einen Schwiegersohn wie dich zu haben und meine Enkel bei dir in guten Händen zu wissen. Doch ich kenne dich gut genug, um zu wissen, dass du dir große Vorwürfe machen wirst, nicht bei mir geblieben zu sein. Lass es. Alles ist gut, so wie es ist. Ich habe keine Angst vor dem Sterben. Im Gegenteil. Es fühlt sich richtig an, nun zu gehen. Ohne Leid, ohne Qual. Und kein Arzt der Welt hätte mein Schicksal aufhalten können. Nicht einmal du. Marlene, Weihnachten haben wir Gäste. Na komm schon, jetzt zeig dich doch endlich. Na? Wow. Wie schön du bist, mein Schatz. Ist perfekt für dich. Mitkommen sofort. Oh, Leute, was wird das denn jetzt? Keine Widerrede. Och, jetzt kommt mir bitte nicht mit diesem Junggesellenabschied. Ja, wenn du wirklich daran gezweifelt hast. Dann wird das Strafmaß erhöht. Ich sag euch gleich, ich ziehe keine bescheuerten Kostüme. Marlene für immer. Jetzt verstehe ich, warum du so unglücklich warst. Das Kleid ist echt nicht zu toppen. Ja, Rebecca ist wirklich eine Künstlerin. Kaum zu glauben, wie viel Liebe sie in jedes Detail gesteckt hat. Du. Ich liebe dich. Das wird wohl immer so bleiben. Hast du Chemie? Ja, ich hole nach Tobias. Wie? Marlene, du kannst doch nicht so, wenn Tristan dich sieht. Besser Justus. Es hat keine Stunde gedauert, bis Ansgar von Lahnstein in meinem Büro stand und mir von ihrem russischen Schulfreund erzählt hat. Aber das kann nicht sein, es war doch alles so gut. Vorbereitet? Wie können Sie denn jemanden engagieren, der in einem Werbespot mitgespielt hat? Das wusste ich gar nicht. In welchem denn? Sie sind gefeuert. Fristlos. Aber... Raus! Gutes Personal heutzutage nicht so leicht. Ich dachte eigentlich immer, du bist zufrieden mit ihm. Ansgar ist nicht in die Falle getappt, weil mein ehemaliger Assistent diesen Stümper engagiert hat. Weiß Ansgar, dass wir ihn abhören? Nein, davon gehe ich aus. Irgendwann wird er einen Fehler machen. Falls es einen Fehler zu machen gibt. Vielleicht hat Ansgar diesmal gar keine Hintergedanken und er handelt wie ein ganz normaler Geschäftsmann, der seine Bank retten will. Der und keine Hintergedanken. So oder so, er kann uns nichts anhaben. Er muss dem Gremium alle Geldbewegungen offenlegen. Clarissa, ehrlich gesagt, ich
Ich glaube, es ist Zeitverschwendung, sich rund um die Uhr Ansgars Körpergeräusche, Arien oder dumme Sprüche anzuhören. Außerdem, spätestens jetzt wird er vorsichtig sein. Aber bitte, wenn du deine Zeit vergeuden willst. Tag, Schmidt, Ansgar von Landstein hier. Haben Sie schon eine Idee, wo wir die Einnahmen vom Verkauf der Immobiliensparte hinstecken? Mir wäre am liebsten, wenn Sie ein neues Loch erfinden. Erfinden? Ja, so wie Sie das andere Geld auch zur Seite geschafft haben. Sie sind doch der Wirtschaftsprüfer. Hören Sie mal, ich habe die Krise erschaffen und jetzt müssen wir sie eben am Laufen halten. War das alles umsonst? Ja, lassen Sie sich was einfallen. Es gibt gar keine Krise. Wow. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das nochmal zu reparieren ist. Das Kleid ist einfach wie fertig gemacht.